Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fidget. Wir befinden uns heute auf W50. Wir haben es ja noch Hexen-Event und ja, deswegen werden wir mal schauen, ob wir heute hier im Wirbelwind ein bisschen was aufgeräumt kriegen. Ja, tut mir leid, falls ich mich ein bisschen erkältet anhöre. Es ist schon wieder so ein bisschen was im Kommen, ja, und es ist immer das schlimmste Gefühl, wenn man weiß, da kommt also eine kleine Erkältung auf einen zu und man kann es irgendwie nicht verhindern. Ne? Deswegen werden wir mal schauen. Ich werde es aber so gut wie möglich versuchen einzudämmen. Bin gerade wieder so beim Training dabei und jetzt ist schon wieder hier so ein Shit im Gange hier. Naja, gut. Auf jeden Fall machen wir weiter. Konzentrieren wir uns aufs Wesentliche und das ist natürlich Shakes and Fidget. Lassen wir uns geht schon los. Die Laune nicht vermiesen hier. Ja. Und werden versuchen, das Beste hier rauszuholen. Wir haben heute noch kein Item in die Toilette geworfen. Das ist sehr traurig, ja, und ich habe keinerlei Epics hier am Board. Das heißt, wir müssen eventuell auch ein bisschen im Shop blättern. Aber vielleicht haben wir auch Glück und wir bekommen ein episches Item hier aus dem Wirbelwind raus, ja, guck mal, hier, ich mache gar nichts. Der greift immer automatisch an. Ich glaube, das ist seit dem neuesten Update ist das irgendwie so, wenn man jetzt auf OK drückt mit Enter. Jetzt ist es auf einmal nicht mehr so. Da. Guck mal. Wenn man zu schnell drückt, glaube ich, macht der nochmal, also der, ja, weiß ich nicht. Habe ich das Gefühl, als ob der dann nochmal klickt irgendwie. Naja, aber ist auch egal. War jetzt nur meine Wahrnehmung gewesen und da haben wir schon Epic. Das ist sehr nice. Das heißt, wir müssen hier nichts weiter in den Shop stecken zum Blättern und werden das gleich zerlegen. So, dann werden wir mal ein bisschen durchrasieren hier durch den Wirbelwind. Wir haben nicht sehr viel Improvement gemacht seit dem letzten Hexen-Event. Deswegen denke ich mal, wird da auch jetzt nicht so viel passieren hier beim Wirbelwind. Aber ja, ein bisschen Fortschritt haben wir gemacht, aber halt nur stat-technisch. Equipmentmäßig und steintechnisch hat sich halt wirklich absolut gar nichts verändert. Ne? Da ist nichts weiter da hinzugekommen. Wie sehen die Items aus? Ja, hier ist zwei mit dabei, die haben schon den maximalen Bonus gegeben. Das ist natürlich immer sehr nice und dann werden wir mal schauen. Das kann es ja jetzt hier auch noch nicht gewesen sein. Da müssen wir ja auch ein bisschen weiterkommen hier vielleicht. Ne? Ich denke mal, der nächste große Step wird dann sein, wenn wir uns zu Ostern im legendären Dungeon hier auch auf W50 natürlich neu equippen, neu ausrüsten, neue Steine reinknallen. Und dann werden wir halt auch im Wirbelwind, denke ich mal, wieder ein bisschen weiterkommen. Ne? Das wäre auf jeden Fall sehr wünschenswert. Und ja, bis dahin müssen wir mal gucken, wie weit wir hier kommen, weil, wie gesagt, einen richtig großen Damage-Spike gab es von meiner Seite halt eben aus jetzt nicht. Ne? Ich muss mal schauen, was habe ich hier eigentlich für Steine? 900er, das kommt schon an die 900er ran. Also auch nochmal so 50, ja, teilweise 50 Stats besser hier pro Stein. Nicht immer, aber manchmal. Und dann geht hier auch ein bisschen mehr im Wirbelwind, ne? Wirbelwindsturm geht da auf jeden Fall auch einiges. Huch, wo habe ich jetzt hin geentert hier? Naja, gut, aber wir sind ja auch schon verhältnismäßig weit, sag ich mal. Ne? So lange spiele ich den Account ja noch nicht. W50 gibt es ja auch noch gar nicht so lange. Ich weiß jetzt gar nicht, wie lange W50 ja schon draußen ist. 8 Monate oder so? Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht mehr, ja. Vielleicht mehr, vielleicht weniger. Und dafür jetzt schon so weit hier zu sein im Wirbelwind als Krieger, ist sehr cool. Wie gesagt, ich war noch nie so schnell so weit, aber da kommt sicherlich auch ein bisschen das Sponsoring zum Tragen wie Umzugshelfer. Ne? Und diesbezüglich kann ich natürlich auch mir ein bisschen mehr erlauben auf dem Server, als ich das wahrscheinlich selbst privat aus eigener Tasche gemacht hätte. So, ne? Deswegen an der Stelle nochmal ein kleiner Hinweis, macht das bitte nicht nach. Ja? Es sei denn, ihr könnt es euch leisten, mit eurem eigenen Geld wild rumzuwirbeln hier wie im Wirbelwind, ja, und dann macht das, ne, wenn ihr da Spaß dran habt, dann bin ich der Letzte, der da irgendwas gegen sagt, so, ne, weil, ja, weiß ich nicht, weil es gibt auch so Leute, die, keine Ahnung, da habe ich das Gefühl, ich weiß nicht, ob das was mit
ja, nicht gönnen oder so zu tun hat, vielleicht nicht, aber es gibt halt so Leute, also ich habe ja selbst auch sehr viel Geld in das Spiel gesteckt, bevor ich gesponsert worden bin, so, ne? Das ist wirklich, also auf mein Main habe ich alleine schon bestimmt über 1.000 € in den Char investiert, aber natürlich über 8, 9 Jahre jetzt gesehen, so ist natürlich eine hohe Zeitspanne, ne? Auf mein Battle Mage, weiß ich nicht, lass es auch vielleicht so 500, 600 € gewesen sein, ne? Also ich habe hier selbst auch schon sehr viel in das Game investiert, so, ne? Und ja, halt wie gesagt für über eine lange Zeitspanne. Und dann gibt es halt so Leute, die machen das halt eben, ja, die stecken da halt eben 3, 4, 5, 6, 10-fach mal mehr Geld als ich rein und das zum Serverstart im ersten Monat oder so, ne? Und klar, kann man natürlich anzweifeln und hinterfragen, ist es das jetzt wert? Aber diese Frage sollte man sich eigentlich überhaupt erst gar nicht stellen, weil jeder mit seinem Geld entscheiden kann, was er machen möchte und man sollte niemals über einen anderen entscheiden und sich in seinen eigenen Kopf fragen, ob es das wert ist, weil das kann nur der selbst wissen, der das Geld da reinsteckt, ob das für ihn das wert ist, das Geld da reinzustecken, ne? Klar, für einen anderen ist es vielleicht das nicht wert, aber das ist halt eben auch eure Meinung so, ne? Die ihr natürlich auch frei äußern dürft, ne? Das darf man auch mal dazu sagen, ne? Ganz klare Sache, ne? Aber wenn Leute halt eben Spaß daran haben, nur einen Server-Start zu spielen, bis Stufe 200, 300, dann den Account zu löschen und die Pilze ins Nevada zu jagen, so, ne? Und ja, dann, mein Gott, lasst das die Leute machen, so, ne? Da ist überhaupt nichts verwerflich bei. Und ja, im Gegenteil, die unterstützen ja damit sogar das Spiel, ne? Indem sie ja da so Unmengen reinballern in das Game und halt eben, ja, weiß ich nicht, zwar nicht langfristig spielen, aber es gibt halt eben Leute, die haben an diesem langfristigen Spiel keinen Spaß, sondern halt eben daran Spaß, schnell nach oben zu kommen, schnell sich Platz einzusichern, so die ersten Tage und dann den Account dann irgendwann wieder, naja, halt irgendwie liegen zu lassen bis zum nächsten Serverstart, ne? Da gibt es halt solche und solche. Ich bin halt eben anders. Ich habe am Serverstart zwar Spaß, aber ich habe überhaupt keinen Spaß daran, so was Nerviges zu machen wie Sammelalbum, die auf die Pets achten, in welchen Habitat und sowas. Ich bin froh, wenn ich mit dem ganzen Shit durch bin, dass ich einfach nur meine Alu klicken kann. Ich genieße das, einen hohen Char zu haben und ja, naja, halt eben zu zeigen, dass man halt eben auch Ausdauer irgendwo bewiesen hat. Und das macht mir Spaß. Das muss aber halt, wie gesagt, jeder selbst wissen. Und ja, weil ich sehe es halt öfter mal, dass ja, Leute sich darüber aufregen, wie viel naja, Geld die Leute in ein Spiel stecken, so, da könnten die doch ihre Kohle lieber das habe ich auch bei Turor ganz oft in den Kommentaren gesehen gehabt, dass er doch anstatt lieber ja, Hunderttausende in Shakes and Fidget steckt, lieber Hunderttausende spenden soll für gemeinnützige Zwecke oder sowas, wo ich mir dann so sage, so, hallo, geht's noch? Erstmal ist das sein Geld, er kann damit entscheiden und ja, das so machen und ausgeben, wofür er Lust hat. Ja, er kann das meinetwegen zu einem Berg stapeln und da Spiritus rüberkippen und Feuer, ja, ein Streichholz drauf werfen, so, das ist ja ganz allein seine Entscheidung, so, ne? Und wer sagt denn überhaupt, dass, naja, wenn er so viel Geld überhaupt in ein Spiel investiert, dass er halt nicht irgendwo anders auch schon was gespendet hat oder für wohltätige Zwecke oder sowas, was er, by the way, macht, ja, das hat er selbst in den Kommentaren auch geschrieben gehabt, also, ne, das ist halt eben, ja, es gibt halt eben Leute, die ein bisschen mehr Geld auf Tasche haben und ja, halt eben das für ihr Hobby ausgeben so und für die sind halt eben, ja, keine Ahnung, 1-3% für ihr Hobby ausgeben sind halt eben andere Maßstäbe als 1-3% für ihr Hobby ausgeben für einen Otto-Normalverdiener, sag ich mal, so wie, keine Ahnung, du und ich oder so, ne, oder keine Ahnung, welche Millionäre von euch da draußen hier zusehen, ja, naja, kleiner Real Talk hier auf jeden Fall nochmal. Aber war mir auch wichtig, das auch nochmal loszuwerden. Und ja, klar ist natürlich, eure Meinung könnt ihr da natürlich vertreten, aber Unterstellungen sollte man ja, tunlichst lassen oder halt eben vorwurfsvoll sein, sowas zu schreiben wie, ja, dann, oder ja, weiß ich nicht, lieber das Geld woanders und so, ne, das ist ganz allein die Entscheidung von jedem Einzelnen von uns. Jeder hat das Recht, mit seinem Geld zu machen, was er möchte und dafür geht jeder von uns auch jeden Tag hart arbeiten, so, ne?
Ja, deswegen das auf jeden Fall dazu. Gut, wir sind nicht viel weiter gekommen hier im Wirbelwind. Ja, mehr geht nicht. Wir haben versucht, das Beste rauszuholen. Wie gesagt, großartig verbessert haben wir uns nicht von den Stats her, vom Dings überhaupt nicht. Also vom ja, Inventar her oder von den Ausrüstungsgegenständen kein Stück besser geworden. Deswegen haben wir auch jetzt nicht viel geschafft. Wir werden nochmal den Wirbelwind zum nächsten Hexen-Event attacken, wenn wir den Legendary Dungeon erstmal fürs nächste Mal durchgerockt haben. Und uns da eben dann auch ein bisschen neu equipped haben, so, ne? Das würde ja dann, ja, das ist dann der Dungeon hier, wieder der Geburtstags-Dungeon wahrscheinlich dann, ne? Okay, Leute, nee, das ist die Geburtstagssause hier. Ach so, dann haben wir hier fantastische Legend. Mal gucken, mal schauen, welcher dran ist dann, ne? Eigentlich müsste der dran sein, weil ich glaube, nee, im Juni oder so Juni oder Juli hat irgendwann Jackson Geburtstag. Wir werden gucken, wir warten einfach ab. Das war es erstmal soweit von dem Video. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn es der Fall sein sollte, lasst gerne eine Bewertung, Kommentar dazu da. Ich muss mal gucken, wie es mir die nächsten Tage geht jetzt mit meiner Erkältung oder keine Ahnung, was das ist hier. Und ja, mal schauen. Aber trotzdem versuche ich natürlich Daily Videos so nach wie vor abzuliefern. Ist ja nicht das erste Mal, dass ich krank werde. Und trotzdem der Daily SF-Hustle weitergehen muss, ne? Der Daily Dose of Dosa muss erfüllt sein hier und deswegen, ja, geht es auf jeden Fall irgendwie immer weiter. Alles klar. Leute, das war's soweit. Wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung und Kommentar dazu da. Ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.